kleine Kinder, die sind so im Volksschulalter ungefähr. Und das war für mich dieser Punkt, wo ich bewusst anfange, darüber nachzudenken und zu denken, ich will schauen, dass dieser Planet irgendwie auch noch für die nächsten Generationen belebbar ist, quasi. Und das ist so ein bisschen meine größte Motivation dahinter, glaube ich. Wenn du dich damit befasst, ist das einfach ein Thema, wo du dir denkst, hey, wenn wir nichts tun, wahrscheinlich ist das kein Thema unserer Kinder, sondern unser eigenes Thema mittlerweile. Also wir müssen entweder jetzt was machen und was tun, oder wir haben alle ein Problem. Und es geht jetzt nicht um Generationen, wie das immer so schön aufgemalt wird, sondern um uns selber. Und das ist, glaube ich, die Motivation eher, um aufzuzeigen, lest die Zeitung, schaut euch mal die Medien an. Ich glaube, wir sollten jetzt tun und nicht wieder warten, bis halt die Nächsten wieder was tun. Enkelfähig, anschließend an für die vorige Antwort auch mit den Kindern, hat das natürlich eine neue Bedeutung bekommen, dass ich gern hätte, dass auch noch meine Enkel, auch meine Enkel noch Schnee kennen. Es gibt ein sehr cooles Buch von der UN, Granny, What is Snow? Das habe ich meinen Kindern zum Lesen gegeben. Und ich hätte auch gerne, dass meine Enkelkinder irgendwann noch Schnee erleben, so wie wir halt hier in Kärnten sind. Das ist was, wo ich mir denke, das ist enkelfähig. Enkelfähig heißt aber nicht nur, weil das ist jetzt sehr eng gedacht, dass es für die auch noch lebenswert ist, dass die das Wasser haben, was sie brauchen, dass die auch die ganzen Rohstoffe noch haben in einem Ausmaß, in dem sie brauchen, Essen haben, die Luft zum Atmen haben in dem Ausmaß, in dem sie brauchen. Das ist so mein enkelfähig, was ich denke. Und wenn es mir ganz so spontan fragt, würde ich sagen, es ist einfach lässig, weil da wird sichtbar, wenn man sich damit befasst, wenn man sich ein bisschen in unterschiedlichste Richtungen, je nachdem in welchem Themengebiet du unterwegs bist, wenn du dich damit auseinandersetzt, was rauskommen kann. Und was mich fasziniert, ist eher, dass das jetzt nicht so wahnsinnig riesige Projekte sind, wo sich dann jeder, so 0815 Durchschnittsmensch, denkt, boah, das werden wir nie hinkriegen, sondern dass das Projekte sind, wo man sich denkt, jawohl, das kriegen wir zusammen, das kann man machen. Und das, finde ich, macht der Energy Globe Award.